Hallo zusammen! Heute bekommen Sie als frisch gebackene Eltern wichtige Informationen über die Entwicklung Ihres Babys und Tipps, um mögliche Pflegefehler zu vermeiden. Sie haben nun die ersten 2 Wochen, in der Sie viel stillen und wickeln mussten, hinter sich. Trotz der schlaflosen Nächte haben Sie versucht, sich an Ihre neue Rolle als Eltern anzupassen. In der 3. Lebenswoche werden Sie vielleicht bald bemerken, dass Ihr Baby etwas aktiver und wacher wird. Nun widmen wir uns gleich dem ersten Thema der Entwicklung. Die Entwicklung Ihres Babys ist einzigartig. Vergleichen Sie daher die Gewichtszunahme und das Wachstum Ihres Babys nicht mit den von anderen. Sofern Ihr Arzt Ihnen nichts Gegenteiliges sagt, hat Ihr Baby eine gesunde Entwicklung. Am Ende des ersten Monats wird Ihr Kind durchschnittlich um 4 cm gewachsen sein. Ihr Baby wird auch zunehmend mehr Zeit mit Ihnen verbringen. Ihr Kind befindet sich in Bezug auf die Sprachentwicklung nun in einer sehr wichtigen Phase. Ein interaktives Sprechen mit Ihrem Baby wird empfohlen. Sprechen Sie deshalb mit Ihrem Kind über Dinge, die es um sich herum sieht. Was Sie Ihrem Kind nun sagen und Ihre Ausdrucksweise ist von großer Bedeutung. In dieser Woche kann Ihr Baby immer noch nicht klar sehen, aber helle und bunte Dinge werden zunehmend sein Interesse wecken. Das Schielen wird allmählich weniger. Wenn Sie mit Ihrem Baby sprechen, wird Ihr Baby eventuell versuchen, Ihr Gesicht zu mustern, kann sich aber nicht lange konzentrieren. Wenn Ihr Baby mit geröteten und tränenden Augen morgens aufwacht, könnte das darauf hinweisen, dass ein verstopfter Augenkanal vorliegt. In so einem Fall ist es ratsam, einen Kinderarzt aufzusuchen. Ihr Arzt wird schauen, ob bei Ihrem Baby eine Infektion vorliegt. Wenn es sich um eine Tränenkanalverstopfung handelt, wird Ihr Kinderarzt Ihnen zeigen, wie Sie eine sanfte Massage des Tränenkanals durchführen können. Eine Massage löst in den meisten Fällen diese Verstopfung. In den vorigen Videos haben wir bereits erwähnt, dass Ihr Baby beim Schlafen am Rücken liegen soll. Wenn es aber wach ist, können Sie Ihr Baby während der Spielzeit auf den Bauch legen. Diese Bauchzeit ist für die körperliche Entwicklung Ihres Babys sehr wichtig, da dabei die Schulter- und Nackenmuskulatur, aber auch Armmuskulatur gestärkt wird. Und es wirkt gegen die Abflachung des Hinterkopfs Ihres Babys. In dieser Position wird Ihr Baby versuchen, sich umzusehen und dabei seinen Kopf drehen. Während Ihr Baby in der Bauchlage auf einer flachen, festen und sicheren Oberfläche liegt, sollten Sie Ihr Baby unbedingt beaufsichtigen und es niemals allein in der Bauchlage lassen, da sonst das Risiko besteht, dass es erstickt, wenn es nicht in der Lage ist, den Kopf anzuheben. Ermutigen Sie Ihr Kind von Zeit zu Zeit, den Kopf zu heben. Je mehr Ihr Baby diese Position übt, desto besser wird es auch darin. Wenn Sie Ihr Baby schlafen legen, sollten Sie kein Kopfkissen verwenden. Die meisten Experten empfehlen sogar bis zum Alter von 2 Jahren kein Kopfkissen. Wie wir bereits im Video zu Woche 2 erwähnt haben, sollten sich keine Gegenstände oder Spielzeuge im Bett des Babys befinden, damit es sicher schlafen kann. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Baby zu pucken, dann sollten Sie Folgendes beachten. Legen Sie Ihr Baby nach dem Wickeln zum Schlafen nur auf den Rücken, niemals auf die Seite oder mit dem Gesicht nach unten. Insbesondere sollten Sie darauf achten, dass die Taille und die Hüften etwas locker bleiben, da dies zu Hüftverrenkungen führen kann. Sobald Ihr Baby sich umzudrehen beginnt, sollten Sie mit dem Pucken aufhören, denn wenn sich das Baby nach dem Pucken versucht umzudrehen, liegt es nicht mehr auf dem Rücken und das kann für Ihr Baby lebensbedrohlich sein. Koliken sind schmerzhafte Magenkrämpfe, die meist nach der 3. Woche beginnen. Die Ursache ist noch unklar und daher ist eine spezifische Therapie noch nicht möglich. Was tun gegen Kolikschmerzen? Tragen, leichtes Schaukeln und Körperkontakt helfen und wirken beruhigend. Außerdem können warme Bäder und Massagen entspannend wirken und eine Kolik lösen. Da dies aber ein sehr wichtiges Thema ist, gibt es nach der 4. Woche für euch ein weiteres Video über Koliken. Babys werden in den Filmen und in der Werbung immer mit rein weißer und glatter Haut dargestellt. Doch die Realität sieht meist anders aus, denn auch Babys haben nicht immer eine perfekte Haut. Auch bei ihnen können Hautausschläge, Rötungen im Gesicht oder hinter den Ohren, aber auch Akne entstehen. Kopfkneis, ein schuppiger Ausschlag auf der Kopfhaut Ihres Babys, kann auftreten. Während der Milchschorf ab dem 3. Lebensmonat beobachtet wird, tritt der Kopfkneis häufiger zwischen der 2. Lebenswoche und dem 2. Lebensmonat auf und kommt bei etwa 70% der Neugeborenen vor. Warum dieser schuppige Ausschlag entsteht, ist noch nicht erforscht. Es wird aber angenommen, dass es durch Hormone der Mutter verursacht wird. Er entsteht aber nicht durch schlechte Hygiene, ist weder ansteckend noch gefährlich. Wenn Ihr Kind einen schuppigen Hautausschlag hat, sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt, um das passende Shampoo und die richtigen Techniken fürs Baden zu erhalten. Manchmal verschwindet der Kopfkneis spontan, manchmal dauert es Wochen oder Monate, bis er weg ist.
Auf den ersten Blick ähneln sich beide Hautausschläge und werden daher von vielen Eltern verwechselt. Während der Milchschorf zu einem Juckreiz, Bläschenbildung und dadurch auch zu Unruhe bei ihrem Baby führen kann, kommt es beim Kopfkneis nicht zu einem Juckreiz. Der Kopfkneis bedarf keiner Behandlung und verschwindet innerhalb von Wochen oder Monaten von selbst. Bei einem Milchschorf ist jedoch eine Abklärung durch den Kinderarzt empfehlenswert. Obwohl Neugeborene in den ersten Wochen noch nicht viel mit Spielzeugen anfangen können, kann es dennoch hilfreich sein, ihrem Baby einfache Spielzeuge wie zum Beispiel einen Greifling oder eine Rassel zu zeigen. Es ist wichtig, ein Spielzeug auszuwählen, das sicher und altersgerecht ist. Achten Sie darauf, dass alle Spielzeuge frei von kleinen Teilen sind, die verschluckt werden könnten und dass sie aus ungiftigen Materialien hergestellt sind. Schnuller verwenden oder nicht? Was ist richtig? Laut American Academy of Pediatrics ist das Verwenden von Schnullern vom Vorteil, da sie die Häufigkeit des plötzlichen Kindstods verringern. Jedoch kann die Verwendung von Schnullern die Stillbeziehung stören und dadurch die Ernährung Ihres Babys, die gerade ins Gleichgewicht kommt, stören. Es gibt einige wichtige Tipps, die Sie befolgen sollten, bevor Sie Ihrem Baby einen Schnuller anbieten. Bieten Sie Ihrem Neugeborenen nur dann einen Schnuller an, wenn Sie sich sicher sind, dass es nicht hungrig ist. Geben Sie ihm den Schnuller vor dem Schlafengehen, da die Verwendung eines Schnullers das Risiko eines plötzlichen Kindstods verringern kann. Wenn Ihr Kind den Schnuller verweigert, dann sollten Sie ihm den Schnuller nicht aufzwängen. Binden Sie einen Schnuller niemals an das Kinderbett oder um den Hals oder die Hand Ihres Kindes. Das kann für Ihr Baby lebensgefährlich sein. Überprüfen Sie regelmäßig auf Verfärbungen oder Risse. Ist dies der Fall, ersetzen Sie den Schnuller. Beachten Sie auch die Altersempfehlung auf dem Schnuller, denn ältere Kinder können manchmal den Schnuller in den Mund stecken und könnten daran eventuell ersticken. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Ihrem Baby einen Schnuller geben sollten oder nicht, dann sollten Sie Ihren Kinderarzt um Rat bitten. Wenn Sie Ihr Baby schlafen legen, sollten Sie die Kopfposition Ihres Babys abwechseln, so können Sie eine mögliche Verformung am Kopf vorbeugen. Trinken Sie viel Wasser, ernähren Sie sich gesund und ausgewogen. Jetzt geben wir Ihnen 7 wichtige Informationen, die Eltern in der 3. Woche nicht vergessen sollten. Vergessen Sie nicht, Ihren Arzt nach den Impfterminen zu fragen, Ihrem Baby Vitamin D zu geben, Fotos und Videos von Ihrem Baby zu machen, denn die Zeit vergeht sehr schnell. Halten Sie diese Zeit fest, damit Sie nicht in Vergessenheit geraten. Außerdem sollten Sie nicht vergessen, oft Augenkontakt mit Ihrem Baby herzustellen. Dies stärkt Ihre emotionale Bindung und unterstützt die soziale Entwicklung Ihres Babys. Und häufig Körperkontakt mit Ihrem Baby herzustellen, es zu umarmen und zu halten. Dies hilft dabei, eine sichere Bindung aufzubauen. Darüber hinaus sollten Sie nicht vergessen, dass Sie bei Bedenken oder Fragen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Und auch Ihre eigenen Bedürfnisse während der Babybetreuung zu berücksichtigen. Nehmen Sie sich Zeit zum Ausruhen und für sich selbst. Und letztendlich sollten Sie und Ihr Partner nicht vergessen, sich während dieses Prozesses gegenseitig zu unterstützen. In der 3. Woche Ihres Babys wächst es weiter und Sie gewöhnen sich mehr an Ihre Rolle als Eltern. Bleiben Sie geduldig, aufmerksam und genießen Sie die kostbaren Momente mit Ihrem Baby. Bis zur nächsten Woche. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um keine Updates zu verpassen.